Grund, wieso sich die Firma Harley für eine Bauminspektionsanlage entschieden hat, liegt in der Tatsache, dass wir Prozessstörungen in den Montagebereichen möglichst vermeiden wollten. Nachdem wir in der Vorfertigung oder in der Teilefertigung einen vollautomatischen, vollverketteten Maschinenpark besitzen, der relativ mannarm betrieben wird, haben wir keine optische Kontrolle durch eingesetztes Personal in diesem Bereich und somit war es notwendig, in eine Inspektionsanlage zu investieren. Mit der Inspektionsanlage können wir nun die Oberflächen auf Ober- und Unterseite vollständig mit verschiedenen Lichtkanälen und Reflexkanälen bzw. verschiedenen Kamerawinkeln inspizieren und erkennen somit Kratzer, Druckstellen, Schleifspuren, Papiereinschlüsse im Melamin etc. Und durch die Klassifizierung, die das System von Bauma bereitstellt, war es uns auch möglich, die Qualitäten von der Innenseite eines Möbels zur Außenseite eines Möbels, also sprich Sichtflächen, dementsprechend zu kategorisieren. Bezüglich Akzeptanz im Team kann man sagen, dass die Qualitätskontrolle, bevor wir die Bauma-Inspektionsanlage hier im Haus hatten, manuell durchgeführt wurde bei der Entnahme aus den Bohrstraßen. Man muss sich aber vorstellen, wenn man in der Schicht über 1000 Teile aus einer Bohranlage entnimmt, zum einen ist ja diese Entnahme schon ein Thema, dann bei unterschiedlichen Teilegrößen müssen die Teile, wenn sie auf Ober- und Unterseite inspiziert werden sollen, auch gewendet werden. Wenn man sich vorstellt, eine Tischplatte mit 2 Meter mal 1 Meter, 25 mm Plattenstärke, diese Platte zu wenden, ist einfach ergonomisch nicht sinnvoll und mit Manipulatoren würde das einfach auch zu lange dauern. Ja. Deswegen ist so eine Inspektion durchaus sinnvoll. Zusätzlich müssen die Teile entstaubt werden, um auch eine ordentliche Qualitätskontrolle durchzuführen. Und wenn man das wirklich optisch als Mensch vornimmt, man muss das einmal machen, 1 Quadratmeter optisch zu inspizieren mit den Augen, man braucht das richtige Licht. Das ist natürlich eine schwierige Situation und auch eine sehr anstrengende Tätigkeit. Insgesamt kann man sagen, dass es durchwegs eine Erleichterung ist für die Mitarbeiter, weil eben diese anstrengende Tätigkeit der optischen Kontrolle wegfällt und einfach automatisiert mit gleichbleibender Qualität durchgeführt wird. Ein riesiger Vorteil ist uns auch daraus entstanden, dass wir die Fehlererkennung oder die Bauminspektionsanlage im Prozess so integriert haben, dass wir nicht die volle Wertschöpfung in das Teil hineinstecken. Das heißt, das Bohren folgt erst nach der Inspektion. Somit können wir Ausschussteile rechtzeitig aus dem Prozess nehmen und diese auch wieder rechtzeitig nachfertigen, sodass sie wieder im Prozess integriert sind und in den Montagebereichen eigentlich kein Mitarbeiter mitbekommt, dass es hier zu einem Ausschuss gekommen ist.